Ja, Herr Stock, also vielen Dank, also, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich danke Ihnen, dass Sie Interesse haben an dieser Skulptur. Freut mich. Ja, also mich hat das wirklich sehr fasziniert. Und ja, eine Frage ist, die Skulptur haben Sie die speziell für den Ort entworfen, also für die Fußgänger-Velorampe? Oder ist das eine Skulptur nachträglich dort angekommen? Ja, das ist also schon für den Ort entworfen. Und zwar ausgehend von der Spiralform, die die Rampe, Fußgängerrampe hat, habe ich eigentlich gedacht, man könnte die Spiralform auch in einer Skulptur aufnehmen. Und darum sind in der Skulptur dann die Voluten entstanden. Und die zweite Frage ist, es war ein Wettbewerb 1976 vom Kunstkredit Basel-Stadt ausgeschrieben, für den Ort speziell. Und ich habe dann den Zuschlag gekriegt und konnte das machen. So ist das entstanden. Ja. Mhm. Der Ort ist ja relativ speziell auch, er liegt direkt an der Autobahn. Auf der einen Seite würde man denken, ja, Beton und so, aber auf der anderen Seite ist er ja, also das Grün. Und das ist also wirklich ein relativ spezieller Ort, fast wie so eine Oase neben der Autobahn. Ja, ja. Es ist ja auch, eigentlich die Ausschreibung hat sich auf die Autobahn bezogen, weil die Autobahn ist hier fertiggestellt worden und man hat zu grösseren Bauwerken immer einen gewissen Prozentsatz in Kunst investiert. Und das ist jetzt zur Vollendung von dieser Autobahn, ist der Ort gewissermaßen als Krönung so, ja, ausgesucht worden, um etwas zu machen. Ja. Mhm. Ja, auf der einen Seite ist es irgendwie ein wenig schade, dass wenige dort ankommen. Also es ist nicht sehr belebt, die Rampe dort, also eine Autobahn. Weil ja, es ist eigentlich eine Strecke von Velo und Fußgänger, wo jetzt nicht groß anführt. Es gibt größere Strecken dort. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dadurch auch ein sehr spezieller Ort, weil er eben nicht so immer zugänglich oder ja. Oft offensichtlich zugänglich ist, oder? Ja, das ist ja auch das Schöne daran, dass es nicht unbedingt im Spektakel drin situiert ist. Aber also für mich bin ich absolut einverstanden und zufrieden mit dieser Situation. Ja, also ich finde es auch, ist ein Glücksfall, oder? Also, ja. Also ich kenne wenig Skulpturen, wo wirklich so einen Eindruck hinterlassen haben, also Skulpturen im öffentlichen Raum, also aus mehreren Gründen, oder? Und, ja. Eben der Titel vielleicht, Ausrollen, Einrollen. Ja. Sieht sich der auch auf die Rampe, also das Rollen vom Velo? Ja, eben, also das Ausrollen, Einrollen, das ist mir eigentlich die Idee gekommen, weil Rampen, eine Spirale, hat Doppelbewegung. Sie geht einerseits gegen außen und andererseits gegen innen. So, sie geht fast ins Unendliche, theoretisch, und geht aber in ein ganz bestimmtes Zentrum, wo sie aufhört. Ja. Und deswegen, das ist bei dieser Situation von dieser Skulptur, ist das eigentlich das Zentrum von der Spirale. Die Spirale als Fußgängerweg musste endet im Zentrum. Und dann kommt noch ein anderer Faktor dazu, nämlich die Spiralform hat kunsthistorisch gesehen eine sehr lange Geschichte. Es ist meines Wissens als Skulptur, so wie ich weiß, ist das erstmals in Persepolis in Persien auftaucht, als Kapitellform. Und später natürlich immer und immer wieder aufgenommen, bei den Griechen besonders auch in der Kapitell, bei den Römern wiederum und dann in der Renaissance, im Barock und so eigentlich eine Form, die durch die ganze Kunstgeschichte zu sehen ist. Sowohl plastisch wie auch linear.
Also sie hat neben dem Symbolischen hat sie auch einen historischen Hintergrund. Was nur, also das Wasser. Das Wasser, ja, das hängt damit zusammen, dass die Säule hat ja durch die Schichtung von 5-mal das gleiche Element hat sie eine Tendenz, also imaginäre Tendenz zum Unvollendeten, zum Unendlichen, also zum Endlosen. Man könnte das endlos weiterführen. Das ist das eine, sie hat in sich selber schon die Tendenz. Und dann habe ich das aber noch verstärken mit dem Wasser. Das gibt eine Spiegelung, sodass eigentlich auf beide Seiten das Unbegrenzte zur Darstellung kommt von dieser Säule. Ja, also das merkt man auch, wenn man das richtig sagt, wenn man A und das A wirft, dann ja. Da kommt dann das dann, der Verstoßen das irgendwie dann auch. Ja, aber es sind natürlich auch so eher Faktoren, die bei näherer Betrachtung auffallen, nicht auf Anhieb einfach so. Mhm. Ja, genau. Ja, es ist noch ein Thema. Die Spirale hat ja ein Zentrum, wie man schon gesagt hat. Und in dem Zentrum von diesen Spiralen an dieser Säule hat es jeweils ein kleines Motiv. Und zwar geht das so, das ist ganz klein ausgearbeitet. Und das geht so, dass es eigentlich die gesamte Säule auf Evolution hindeutet. Und in diesen Spiralmittelpunkt hat es 5 verschiedene Stufen von Evolution dargestellt. Die unterste ist eine Muschel, die auf das Wasser hindeutet. Die zweite ist Kristall, aufs Kristalline. Die dritte Stufe ist Pflanze. Und die 4. Stufe ist Tier. Und die 5. Stufe ist der Mensch. Und die sieht man also überhaupt nicht. Aber sie sind da. Ja.